Herzlich willkommen zu diesem Video. Was für eine Freude, dass du hierher gekommen bist. Eine Nachricht aus meinem Herzen, aus meinem unsterblichen Bewusstsein kommt zu dir. Jeder Mensch hat potenziell den Zugang zu seinem unsterblichen Bewusstsein. Wir sind, wie ich schon sehr, sehr häufig gesagt habe, natürlich nicht das, was wir gelernt haben, was wir sind. Gelernt haben wir, dass unser Körper, unser Name und unsere Familienangehörigkeit, unsere Staatsbürgerschaft, ja, die Tätigkeiten, die wir tun, der Beruf und so weiter, all das, das wäre, was wir sind. Das ist ich. Tatsächlich ist es aber so, dass wir gar nichts von dem sind. Wir haben einen Körper, eine Staatsangehörigkeit und Beruf und so weiter. Einen Avatarkörper, mit dem wir Erfahrungen machen, von dem Moment der Zeugung an bis zu dem Moment, wo wir unseren Körper ablegen. Aber wir leben weiter. Wir können gar nicht sterben. Unser Bewusstsein kann nicht sterben. Und jetzt ist es so, dritte Dimension ist eigentlich nichts anderes als ein bestimmtes Bewusstsein. Und das ist das Bewusstsein von, sagen wir mal ganz pauschalisiert, Materialismus. Das kann ich nicht sehen, also gibt es das nicht. Ja. Und sagen wir, vierte Dimension ist ein Bewusstsein, wo ich aus dem das und das und das ist meine Realität, mein Körper ist ich und so weiter. Und das, indem wir eigentlich alle in unserer Gesellschaft aufgewachsen sind. Wir sind im materialistischen Bewusstsein aufgewachsen und haben in diesem Bewusstsein viele Dinge gelernt und daraus erfahren. Und dieses Bewusstsein ist dafür zuständig, dass wir sehr viel Schmerz erfahren, dass wir meinen, wir wären Opfer der Zustände und Umstände. Wir wären gebunden an das, was wir außen sehen. Außen um uns herum wäre die Realität. Und dieses Bewusstsein ist jetzt am Aufbrechen. Viele Menschen wachen mehr und mehr auf. Ja, und sehen, wow, es gibt ja vieles drumherum, viel mehr sozusagen, was wir eigentlich sind. Und damit verändert sich unglaublich viel. Wenn ich im materialistischen Bewusstsein bin, kommt mein Verstand, der gar nicht ursprünglich zu mir gehört, und sagt mir, da und da und da musst du jetzt so und so handeln und Angst haben, weil das und das könnte alles passieren. Und in dem Moment, wo ich dem folge und der Angst folge, ist mein Leben ganz klein, ganz wenig möglich. Ja? Und in dem Moment, wo ich also sozusagen schon mal drüber hinausgehe und entdecke, dass ich ja nach innen gehen kann, dass ich in die Meditation gehen kann, dass ich meine eigenen Empfindungszustände bewusst wählen kann, dass ich, wenn ich meine Gedanken und Gefühle lenke und richte auf Dinge, die ich haben will, im Verhältnis zu, wenn ich sie einfach fühle, wie sagt man, als Opfer der Umstände, dann kann ich als nächsten Schritt in der sogenannten vierten Dimension oder das nächste Bewusstsein erfahren, dass ich ja durch das bewusste Wählen von Empfindungen und Gedanken
die ganz anders sind von dem, ja, was mir mein Verstand sagt, dass ich damit plötzlich eine neue Realität schaffe. Zum Beispiel, wenn du jetzt Situationen hast, Schwierigkeiten zum Beispiel im Finanziellen. Ich kenne viele Menschen, die haben besondere Herausforderungen im Moment im Finanziellen. Dann ist das eigentlich auf einer gewissen Ebene, könntest du sagen, eine Art Hilfestellung von deinem unsterblichen Bewusstsein, weil das ist ja da, sozusagen zu merken, du kannst ja wählen, du kannst verändern, du kannst deine Situation von innen verändern. Und es ist eine Unterstützung, um ein Bewusstseinsshift zu machen. Ich bin selber da auch durchgegangen und habe ganz, ganz viel dort erfahren können und ganz viel wachsen können. Genau an diesem Punkt. Ja, aus der Abhängigkeit, aus ich muss einen Beruf ausüben und ich muss Geld verdienen. Ja, wie viele Menschen leben nach dem: „Ich muss Geld verdienen, damit ich meine Rechnungen, damit ich meine Miete und damit ich mein Essen zahlen kann.“ Das ist ein bestimmtes Bewusstsein. Wenn ich jetzt shifte zum Beispiel, ich mache das, wofür ich hergekommen bin auf die Erde. Ich folge meiner Begeisterung und ich schenke den Menschen etwas, was aus meinem Herzen kommt und dafür empfange ich was wieder zurück, habe ich schon einen ganz anderen Strom da drinnen. Ja, und, aber es ist eben so, wenn ich das anfangen will, aus der Opfersituation herauszuholen, dann ist es so, dass ich die Energien von innen bewusst erzeugen muss. Also aus Mangel, ja, dritte Dimension zum Beispiel, ich habe nicht, ich kann nicht und ich weiß nicht, wie ich das Geld herbringen kann, zu ich erschaffe die Fülle in mir und ich fühle die Fülle und dass ich genug habe in mir. Oder anders gesagt, ich sehe mich als jemand, der nicht überlebt im Leben. Es ist ein Bewusstsein, es ist dritte Dimension, also physisches, materialistisches Bewusstsein, sondern ich bin hierher auf die Erde gekommen, um meine Gaben zu geben, um das, was ich als Gabe zu habe, zu geben. Was ist es, was du zu geben hast hier auf der Erde, dass die Erde ein besserer Planet wird? Was ist es, womit du weißt, dass du die Menschen begeistern kannst, dass du, genau du, ihnen weiterhelfen kannst, genau durch das, wo dein Herz jubelt? Und natürlich kommt an dieser Stelle auch zum Beispiel etwas, was mit der dritten Dimension zu tun hat und was unbedingt aufgelöst werden muss, nämlich das Selbstwertgefühl. Wir haben eben genau dort, ja, in diesem materialistischen Bild und in diesem Bewusstsein sind wir in einer bestimmten Form aufgewachsen, wodurch die allermeisten Menschen tatsächlich Probleme haben damit, wirklich mit sich in Verbindung zu sein und wirklich sich selbst zu lieben. So was habe ich selber auch alles durcharbeiten müssen. Ja, und diese Selbstliebe ist auch nicht irgendwie, ha, da irgendwas Übertriebenes, sondern das bedeutet im Grunde genommen, mein eigenes Ich bin zu erkennen, mein unsterbliches Wesen zu erkennen und zu erkennen, dass mein Sein pure Liebe ist. Ja, ich muss dafür nichts tun. Es ist das Erkennen von dem, was ich wirklich bin. Und das ist mit Selbstliebe gemeint. Es bedeutet zu erkennen, wer bin ich denn eigentlich wirklich? Worum bin ich hier? Was will ich hier auf der Erde? Ja, und da shifte ich zum Beispiel schon mal und fange an, eben wenn ich das erkenne und wenn ich daran arbeite, dass ich ja für diese Dinge zuständig bin, die in meinem Leben passieren und dass ich sie verändern kann. Und zwar einfach dadurch, dass ich mein eigenes Denken und Fühlen verändere. Das bedeutet, ich verändere meine, im Falle der Finanzen, Energie von Mangel, die natürlich Mangel erzeugt, in Fülle, die natürlich Fülle erzeugt. Und es funktioniert, es ist auch eben dieser Shift zu sehen, ha, im physischen ist immer energiewirksam, was physische Form, sichtbare Form hervorbringt.
Und wenn ich jetzt weiter shifte, zum Beispiel Richtung fünfte Dimension, bedeutet es, dass ich anfange zu erkennen, dass ich zum Beispiel über mein Herz mit meinem unsterblichen Bewusstsein verbunden bin und dass ich hier ein Denkvermögen zur Verfügung habe, was, ich sag mal, meine eigenen ganzen bisher gewesenen Leben überschauen kann, aber auch alles, was in der Zukunft kommt, aber auch alles, was außerhalb dieses Lebens stattfindet, beziehungsweise was überhaupt stattfindet im ganzen Universum, weil dieses Bewusstsein mit allem verbunden ist. Das Bewusstsein ist nicht mehr getrennt. Der Materialismus sagt, und in diesem Bewusstsein leben wir in der Trennung. Der andere ist jemand anderes, der ist getrennt von mir. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel in die fünfte Dimension hineinkomme, in die Anbindung von meinem unsterblichen Bewusstsein, sehe ich, da gibt es überhaupt gar keine Trennung. Wie ich ja immer wieder sage, stell dir nur alleine vor, ein, einen Raum mit 100 Menschen und du nimmst innerlich die Gesichter von allen 100 Menschen weg. Was bleibt übrig? Pure Energie, und diese Energie ist nicht mehr getrennt. Das Gleiche kannst du machen mit der ganzen Erde. Stell dir vor, du nimmst die Gesichter von allen Menschen weg auf der Erde. Was bleibt übrig? Pure Energie, die miteinander verbunden ist. Ja, also das findet in uns statt. Ich habe ja auch immer wieder gesagt, es sind keine Stockwerke oder so etwas, sondern das ist ein Prozess in uns. Also das Erwachen ist ein Prozess in uns. Und je mehr wir in unsere Rückverbindung, in unsere Erinnerung an das, was wir wirklich sind, eben an unser unsterbliches Bewusstsein, an wir sind göttliches Bewusstsein, denn wir sind das Göttliche ist in uns, nicht außerhalb, so wie in der, sagen wir mal, dritten Dimension uns erzählt wurde. Da ist ein Gott außerhalb von uns, Kirche zum Beispiel, und der sagt, wo es lang geht. Ja, wenn ich dieses Bewusstsein habe, dann habe ich also sozusagen schon mal essentiell alles nach außen gelagert und bin schon von dem Gott Opfer und von allen Situationen Opfer. Und das Erkennen und Rückverbinden und Zurückerinnern an das, was wir wirklich sind, ist dieser Bewusstseinsshift, dass wir merken, wenn wir nach innen gehen, dann finden wir alles, aber in der Form, dass wir alles erschaffen, verändern können, wie wir es wirklich haben wollen. Daher ist jeder Mensch mit seinem Universum und mit seiner, wie ich ja auch schon immer wieder gesagt habe, mit seinem Parallelwelt beschäftigt, weil sein Bewusstsein ist das, was er sieht, was er als reell anerkennt und was für ihn reell ist. Und das ist je nach Bewusstsein vollkommen verschieden. Du kannst dir das vorstellen, diese verschiedenen Dinge sind wie wenn du 'n Fernseher hast mit vielen verschiedenen Fernsehprogrammen. Die finden alle gleichzeitig statt, von Horrorfilmen bis Kinderspielfilmen und so weiter. Und je nachdem, welchen ja, welche Frequenz du einstellst, das ist dasselbe wie bei dir selber, bist du plötzlich, ja, in dieser Welt von Film oder in dieser und dieser. Parallel ist alles vorhanden und du tunst dich sozusagen quasi tunst dich ein, wie beim Radio auch, in eine bestimmte Frequenz und kannst dann eben etwas ganz Bestimmtes sehen, zum Beispiel Horrorfilm oder zum Beispiel Kinderspielfilm. Ja, und so ist das mit dem Leben auch. Und jetzt ist es so, was ich fokussiere, wächst. Das ist nochmal eine andere Gesetzmäßigkeit. Das heißt, wenn viele Menschen von bestimmten Ereignissen im Moment auf der Erde sprechen und die würden kommen und so weiter, dann ist es so, wenn man das fokussiert, es ist völlig egal, was man fokussiert, es wächst. Ich sehe immer mehr davon. Du kannst es mal ausprobieren.
Nimm mal die Farbe Rot zum Beispiel morgen oder heute und fokussiere Rot und dann wundere dich, wie viel plötzlich du rot siehst oder wer Röcke trägt oder völlig egal was. Oder ich hatte das mal so lustig mit Krankenwegen, ja. Dann hatte ich also plötzlich, oh nein, und dann immer mehr Krankenwegen oder was auch immer. Ich weiß, es gibt so viele Sachen. Ja, das heißt, nichts, gar nichts, gar nichts ist in dem Sinne, wie sagt man, endgültig. Auch nichts von den Dingen, die du hier auf YouTube hörst, von egal wer was redet, ist endgültig. Sondern es ist immer so, es ist immer eine Frage, zu welcher, wie sagt man, auf welche Frequenz bist du selber eingestellt, welchen Fokus hast du gerade und wo, zu welcher Parallelwelt tunst du gerade ein? Bist du gerade in Grimm-Modus und bist sozusagen im Horrorfilm unterwegs leben? Ja, oder bist du zum Beispiel in sehr guter Laune und bist im Kinderspielfilm gelandet? Ja, als extreme Beispiele jetzt einfach hervorgebracht. Das heißt zum Beispiel, du hast auch ein bestimmtes Bewusstsein und eine bestimmte Frequenz, dass du mich überhaupt wahrnehmen kannst in meinen Videos, dass du von denen angezogen bist, hier zum Beispiel vorsitzt und das bis jetzt hierher gehört hast. Ja, das ist und das ist Realität. Realität ist, dass es keine einheitliche Realität gibt, sondern dass es eine Frage des Bewusstseins ist. Das ist das, was ich sage, mit anderen Worten, was ich immer wieder gesagt habe. Es ist wir nehmen ausschließlich die Reflexion von unserem eigenen Bewusstsein wahr im Außen. Und wenn wir innen ändern, ändern wir alles im Außen. Ja, wenn du dir vorstellst, du hast da so viele Glaubenssätze einfach angenommen von deiner Familie und nicht durchgearbeitet, dann funktionierst du immer noch relativ so, wie in deiner Familie das üblich ist. Und jetzt kannst du aber deine ganzen Glaubenssätze auch durchgehen, sag ich mal, aber das muss man auch nicht mehr heutzutage so mühselig machen, aber du kannst sozusagen sehen, okay, wenn du sagst, also mir passieren immer Glücke in meinem Leben oder ich kann nie einen vernünftigen Job finden und so weiter und so fort. Dann sind das zum Beispiel sehr negative Glaubenssätze und diese Glaubenssätze sind dafür zuständig, genau diese Sätze sind dafür zuständig, dass du immer wieder Probleme in diesem Gebiet hast. Und jetzt kannst du im Grunde genommen, so funktioniert das, dahin gehen und sagen, okay, ich schreibe die um und bilde die jetzt in positiv und lege damit eine neue Energie. Alle physische Materie ist ja in dem Sinne nicht wirklich physische Materie, aber wir nehmen sie als solches über unsere 5 Sinne wahr. Je nachdem, wie wir schauen, nehmen wir Verschiedenes wahr. Ja, wenn wir zum Beispiel mit unserer Intuition schauen, da gibt es ja so viele Beispiele. Gerade mit Kindern gibt es unglaublich viele Schulungen auch, die mit vollkommen verbundenen Augen zum Beispiel lernen, sage ich mal, ein Foto in die Hand zu nehmen, zu spüren, die Energie, und dann könnt ihr dir die gesamte Geschichte von der Person sagen. Ja, oder die haben einen Stapel mit vielen verschiedenen Farben von Karten. Natürlich können die, ohne was zu sehen, spüren die gelbe Karten und holen die alle aus dem Stapel heraus. Und ganz viele andere Dinge. Natürlich, also zum Beispiel ähm, die Verbindung übers Herz zu deinem unsterblichen Sein funktioniert über Intuition. Und in das, also ich hatte das immer schon sehr stark, aber was mit mir 2006 passiert ist, wo ich mit meiner sogenannten inneren Stimme, mit meinem unsterblichen Sein verbunden wurde, das ist alles Intuition. Ja, und das große Bewusstsein von uns ist Intuition. Und wir haben ja das auch in unserem Kopf drinnen. Rechte Gehirnhälfte ist Intuition, linke Gehirnhälfte ist Rationalismus, ähm, ist Materialismus. Das Entscheidende ist für dich in diesem Video,
Du bist gefragt zu wählen, wie du dein Leben haben willst und die entsprechenden Energien in dir zu erzeugen, sodass das sich bis ins Außen sichtbar zeigt. Oder anders gesagt, es kommt darauf an, auf deine Frequenz. Und die Frequenz ist zum Beispiel, also Emotional Scale, emotionale, wie sagt man, ähm, Leiter kannst du sagen, ja, pure Liebe ist ganz, ganz hoch. Ähm, Restlose Depression, kurz vor Suicide, vor sich selbst umbringen, ist ganz, ganz tiefe Frequenz, ja. Und dann hast du also erstmal die ganzen negativen Frequenzen und dann fängt es an, langsam positiv zu werden, wo du dann schon Mut bekommst, ja, Zuversicht und so weiter und so fort. Und dieses kannst du ja in dir bestimmen, ja? Und das ist wieder eine Frage, wo stehe ich und was fokussiere ich? Fokussiere ich zum Beispiel Dankbarkeit, das ist ein Mittel, wie ich mich aus einer tiefen Frequenz, Depression und so weiter hochbringe, ja? Weil wenn ich mal anfange, was zu finden, wofür ich dankbar bin, ja, und ich habe ja auch schon das Beispiel gegeben, wenn ich das Gefühl habe, ich kann überhaupt nicht dankbar sein in meinem Leben, brauche ich mir nur vorstellen, es kommt jetzt jemand und schneidet mir meine Hand vor meinen Augen ab. Und wenn du das ist ja nicht der Fall. Also kannst du dafür dankbar sein, dass du deine Hand hast und die nicht abgeschnitten ist, zum Beispiel. Ja? Und Fokus auf positive Dinge im Leben, zum Beispiel sich zu erinnern, wie viele Situationen hast du in deinem Leben schon gehabt, wo du gedacht hast, da komme ich nicht hindurch. Ich weiß nicht, wie ich da hindurchkommen soll. Und bist du hindurchgekommen? Alleine wenn du das fokussierst, kannst du zum Beispiel erkennen, okay, Leben scheint so zu sein, dass ich immer wieder Situationen habe, wo ich meine, ich komme nicht hindurch und ich komme immer hindurch. Ja, das ist zum Beispiel, damit kann ich meine Frequenz nach oben bringen. Und ich sage jetzt, du kannst mal sagen, das ist jedes Mal eben die Parallelwelt, die ich da betreten kann. Und je positiver meine Energie ist, je höher meine Frequenz ist, umso wunderbarer ist die Parallelwelt, die ich wähle. Ja, das ist nicht fest. Nix ist fest. Es ist eine Frage an dich, an deinen Willen. Ja, so groß bist du. Du kannst alles haben im Leben. Und wenn du ein Leben hast, was richtig schwierig ist, dann hast du einfach nur noch nicht bewusst gewählt. Dann geht es darum, dir das anzuschauen, was unbewusst dein Weg, was dein Leben jetzt gestaltet hat. Und du kannst es sehen, was dein unbewusstes Denken ist an dem, was du außen um dich herum siehst. Und du kannst es neu wählen. Du kannst es entlassen, zum Beispiel altes negatives Denken. Und wenn du hier nicht weißt, wie du das machen sollst, also das ist genau, das weißt du wahrscheinlich, schau bitte auf meine Homepage und auf die vielen, vielen Kurse, 21-Tage-Kurse, alle auf Spendenbasis. Die sind genau dafür da, um genau diese Dinge alle auf allen Gebieten, sei es an Krankheitsfällen, sei es, ja, wie ich meinen Job verlasse, den ich nicht mehr leiden kann, wie ich zu meinem Herzen in Verbindung trete. Also alles ist da zu finden. Ja, jetzt startet zum Beispiel am 14. März die Freiheit deines Herzens. Ja, wie ich frei in diese Verbindung komme und frei mein Leben lebe. Ja, und es hat gerade geendet, der Kurs, aber den kannst du jederzeit einsteigen. Aber das war einfach die erste Kursrunde. Ähm, Löse die Matrix aller Schwierigkeiten auf. Das ist alles eine Frage des eigenen Bewusstseins, wie mit Techniken auch, wie ich das Alte entlassen kann und also wie ich auch meine Vergangenheit verändern kann. Ja, in der dritten Dimension physisches Bewusstsein kann ich natürlich meine ich, kann ich meine Vergangenheit überhaupt nicht verändern.
Ja, und wenn ich in die vierte Dimension Bewusstsein reingehe, sehe ich, ja, selbstverständlich kann ich meine Vergangenheit verändern. In dem Moment, wo ich anfangen kann, meine Vergangenheit und Erfahrungen zu verzeihen, zum Beispiel, was meinst du, was da passiert? Ja, wenn ich das anfangen kann zu verzeihen. Es ist ja sogar so, dass ich über diese vielen Techniken, sagen wir mal, die ich gebe, kann ich Karma auflösen. Karma ist ja Ursache und Wirkung. Das ist ein bestimmtes Bewusstsein. Also, auch wenn ich jetzt, ich sage jetzt mal, in der dritten Dimension bin, habe ich trotzdem erschaffe ich sehr viel Karma, wenn ich eben unterbewusst handle und was weiß ich, schlafend, sagen wir mal, mein Bewusstsein schlafend ist für die eigentlichen Gesetzmäßigkeiten und ich bringe jemanden um aus aufgrund von großer Verzweiflung, erschaffe ich natürlich Karma. Ich muss ja nicht nur jemanden umbringen, das sind ja viel kleinere Dinge auch. Und aber dieses Karma bin ich in der Lage zu entlassen, aufzulösen, indem ich zum Beispiel das erkenne und verzeihe und die Energie in mir entlasse, die ansonsten immer wieder das, also sage ich mal, fordert, im übertriebenen Sinne, sage ich mal, dass im nächsten Leben ich umgebracht werde und so weiter. Oder was meine Seele wählt, wie sie das ausgleichen will. Ja, das sind jetzt rausgenommen von vielen Bewusstseinsstufen 3 Bewusstseinsstufen, wo jetzt im Moment ganz viele Menschen dran sind. Und das, was dich anzieht, was dich anspricht, was in deinem Herzen widerklingt, entspricht in der Frequenz mit deiner eigenen Frequenz zusammen. Deswegen begegnest du dem. Und wir sind bei Weitem nicht in der Lage, alle Frequenzen überhaupt wahrnehmen zu können. Wir können ganz viele Parallelwelten schlicht und einfach nicht wahrnehmen, weil wir entweder zu tief oder zu hoch die Frequenz einfach überhaupt gar nicht ansteuern können. Aber wie du weißt, in einem Alltag ist es ja auch ganz unterschiedlich, denn bist du hoch in deiner Frequenz, mal bist du down. Das geht ja hin und her. Und es wird ja, je mehr ich, sage ich mal, Techniken wie Meditation verwende, umso mehr komme ich auch in ein inneres Gleichgewicht und tanze nicht mehr so hoch und nicht mehr so tief und kann immer mehr von innen steuern. Was für mich wirklich einfach unglaublich wichtig ist, warum ich das auch mache, was ich mache und warum ich auch diese ganzen Hilfestellungen angebe und zur Verfügung stelle auf Spendenbasis, ist, dass die ganze Erde, die Entwicklung auf der Erde, dass wir eine Erde haben, wo Liebe an oberster Stelle steht, das ist eine Frage von dem Erwachen. Das ist eine Frage von unserem Bewusstsein. Das ist eine Frage davon, dass wir wieder erkennen, wer wir sind. Dass unser Bewusstsein in die Kraft steigt, die wir eigentlich haben, nämlich wirklich erschaffen zu können, dass wir in unserer Freude verankert sind, dass wir in unserer inneren Leichtigkeit verankert sind, dass wir im Miteinander verankert sind. Was meinst du, wie die Welt anders ausschaut, wenn wir, sage ich mal, unseren kleinen Kreis von Menschen, Familie und Freunde, die sind vielleicht die einzigen, die wir lieben, aber alle anderen sind ja alle Feindbilder oder weit weg oder fremd oder gar andere Länder. Wenn wir das anfangen zu öffnen und zu erweitern und unsere eigene Familie, wie ich am Anfang gesagt habe vom Video, wenn wir erkennen, wir sind ja gar nicht getrennt, wenn wir die Gesichter wegnehmen, sind wir eine Energie. Wenn wir das anfangen, unsere Liebe auszudehnen und immer mehr Menschen Platz ähm, da drinnen einnehmen lassen und anfangen wirklich Liebe zu schenken, Liebe zu empfangen und Liebe zu leben in einem großen und immer größer werdenden Stil um die Erde herum. Du glaubst gar nicht, wie leicht dein eigenes Leben dadurch wird. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich sehr über deinen Daumen hoch. Ich freue mich sehr, wenn du
subscribest, wenn du meinen Channel abonnierst. Und ich freue mich sehr über deine Kommentare unter diesem Video. Und ich freue mich natürlich sehr, wenn du dieses Video ganz vielen Menschen, wo du weißt, die müssen es hören, weiterleitest. Und ich möchte mich von ganzem Herzen bei dir bedanken, dass deine Frequenz dich hierher geführt hat. Und ich freue mich jetzt schon von ganzem Herzen auf dich in einem meiner Kurse und im nächsten Video. Danke.